Wenn man heute auf 50 Jahre Individualreisen zurückblickt, fragt man sich unweigerlich, wie wir eigentlich je auf die Idee gekommen sind, mit einem Rucksack, ein paar Tierfilmen und einem abgegriffenen Lonely Planet Survival Kit in die Weltgeschichte hinauszuziehen. Auch wenn es für viele nach Abenteuer klang, war es eher eine Fingerübung in Management, sich ohne lokale Sprachkenntnisse und ohne Reiseleitung in der Fremde herumzutreiben. Was einen angetrieben hat, mögen sich Psychologen zusammenreimen. Eine Erklärung für die scheinbare Selbstsicherheit mag auch sein, dass man tief drinnen noch glauben konnte, die Welt wartete darauf, von einem entdeckt zu werden. Jahre später weiß ich, die Welt wartete nicht. Aber KI kann heute immerhin aus meinen alten Dias so etwas wie ein Video basteln. Den Traum, China auf eigene Faust zu bereisen, konnte ich erst 1988 umsetzen. Ein paar Jahre früher wäre das noch völlig utopisch gewesen. Selbst bei der Visumsbeantragung musste noch jeder Zwischenstopp peinlich genau genehmigt werden. Und von den 1,8 Millionen ausländischen Besuchern kamen damals die meisten brav im Rudel mit Reiseleitung. Wobei dieser Visumsprozess einigermaßen absurd war, da es lange vor Internet und E-Mail keine praktikable Möglichkeit gab, von daheim Übernachtungsmöglichkeiten oder Bahntickets vorzubestellen. Im Lande selbst war die Öffnung so weit fortgeschritten, dass es zwar noch kaum allgemein zugängliche Restaurants gab und auch in ein Hotel kam man nur über die staatliche Tourismusbehörde, wobei diese zu finden schon eine Kunst für sich war. Außerhalb der großen Städte war das alles nur mehr ein Roulette. Schon die Hinreise war etwas abenteuerlich. Der Abflug der British Airways Maschine aus Wien verzögerte sich, sodass in London der Check-in für den Direktflug nach Peking bereits geschlossen war. Zwar setzte man uns in einen Jeep, der Maschine Richtung Flugfeld nachjagte, nur war der Startvorgang bereits im Gange und wir wurden später auf Japan Airlines umgebucht. Nur, wer kann es ihnen denn verdenken? Die sind von London natürlich direkt nach Tokio geflogen. Und wir hatten in Tokio 30 Minuten Zeit, die China Air zu boarden, um dann in ein nächtliches Peking zu kommen. Überraschenderweise lagen unsere Rucksäcke schon einsam und verlassen in der bereits geleerten Eingangshalle. Die Hotelvermittlung war natürlich schon geschlossen. Wir verdankten es nur dem Verhandlungsgeschick eines jungen Flughafenangestellten, dass wir in die Stadt und in ein Hotel für Auslandschinesen kamen. Heute ist es das SSAW Garden Hotel und rühmt sich eines Feinschmeckerlokals. Das Essen war damals auch schon gut, aber letztendlich gab es zu jeder Tageszeit Nudelsuppe. Auf eigene Faust ist es mir später bei der Rückreise nicht mehr gelungen, dort ein Zimmer zu bekommen. Als Auslandschinesen gingen wir zwei wohl nicht durch. Die einzige Gegenleistung, die unser chinesischer Freund von uns wollte, war, uns einen Tag lang begleiten zu dürfen, um seine Englischkenntnisse auszuprobieren. Heute würde man vielleicht böse Hintergedanken vermuten. Damals war das aber in dem noch ziemlich abgeschotteten Land ziemlich üblich. Unsere Frechheit siegte, als wir es schafften, in den internationalen Club im Botschaftsviertel zu kommen, um dort ein Mittagessen einzunehmen. Die Rucksäcke hatten wir natürlich im Hotel zurückgelassen. Um das damalige Treiben zu animieren, werfen wir nun die KI an.
wenn dieses Schild befremdlich anmutet, es war eine verzweifelte Gegenwehr gegen den Nationalsport des langsam zelebrierten und geräuschvollen Ausspuckens, der einem vieles in China, insbesondere längere Bahnfahrten, verleiden konnte. Heißer Tipp: sich niemals eine der unteren Schlafbritschen in der Holzklasse von Nachtzügen andrehen zu lassen, denn auch dort wird dieser Volkssport betrieben und prallt gnadenlos vom Fußboden zurück. Der Bus 116 war die direkte Verbindung von unserem Hotel ins Zentrum und kam so selten, dass Wetten über sein baldiges Aussterben abgeschlossen wurden. Die Anlage wurde 1998 von der UNESCO in die Liste des Welterbes aufgenommen. Die Begründung wirkt befremdlich. Der Himmelstempel als ein Meisterwerk der Architektur und Landschaftsgestaltung sei wichtig für die Entwicklung der chinesischen Kultur gewesen. Sein Design habe andere ostasiatische Kulturen stark beeinflusst, soweit so gut, aber er symbolisiere die Legitimation der chinesischen Feudalherrschaft von über 2000 Jahren. Naja, auch die AI wirkt bisweilen befremdlich und tut, was sie will und nicht immer das, was ihr gepromptet wird. Ist großartig. Hier ist der Eingang, kommt mit. Erst 1980 war in Peking das erste private Restaurant eröffnet worden. 8 Jahre später erhielten immer mehr Chinesen die Erlaubnis, private Garküchen zu eröffnen, wobei damals noch niemand von Streetfood schwärmte. Für einen Besuch der chinesischen Mauer bietet sich der breite und begehbare Abschnitt nahe Peking an. In anderen Abschnitten, besonders im Westen, ist die Befestigung oftmals aus festgeklopftem Lehm erbaut worden. Die Länge soll 6260 Kilometer betragen. Manche der Souvenirs zielten eindeutig auf den Geschmack der chinesischen Besucher. Der Sommerpalast war der bevorzugte Aufenthaltsort des Kaiserhofes in den feuchtheißen Sommermonaten. Die Gebäude wurden immer wieder von ausländischen Heeren zerstört.
Die Renovierung im 19. Jahrhundert erfolgte durch Abzweigung von eigentlich für den Flottenausbau bestimmten Geldern, woran heute noch das berühmte Marmorboot im See erinnert. Im Zuge der Niederschlagung des Boxeraufstands 1900 wurde der neue Sommerpalast ein weiteres Mal von den Briten zerstört und danach aufgebaut. Den Eintritt konnten sich aber wegen der exorbitant hohen Preise nur wenige leisten. Heute ist der Sommerpalast ein Besuchermagnet und sein Park zählt zu den frequentiertesten Erholungsgebieten der chinesischen Hauptstadt. 看，那就是活香亭。哇，好高啊！我们怎么上去吗？走楼梯太累，我们还是坐请车吧。在拍什么呢？这么高兴啊，也许是觉得这里很美吧。你看他们穿的衣服。1988 umfasste das U-Bahn-Netz 2 Linien, die ursprüngliche Linie 1 und im ersten Teil der Ringlinie 2. Heute umfasst es 888 Kilometer und 20 Linien. Der Tempel der großen Glocke ist ein buddhistischer Tempel aus 1733, der eine fast 47 Tonnen schwere Glocke aus der Ming-Dynastie beherbergt. Die Ming-Gräber sind die Begräbnisstätte der gleichnamigen Dynastie. 13 der 16 Ming-Kaiser sind etwa 50 Kilometer von Peking entfernt am Fuße des Berges Tianshu begraben. Nebenan frönen Chinesen ihren Lieblingsbeschäftigungen, Mahjong und Essen. Kaum zu glauben, aber das größte Abenteuer damals war der Kauf eines Bahn- oder Bustickets. Nicht in Peking oder Shanghai, hier gab es eigene Touristenschalter. Aber überall dazwischen stürzte man den Schalterbeamten in größte Verzweiflung, da niemand so genau wusste, was den Langnasen nun schon erlaubt war und was nicht. Wie schon erwähnt, sollte man den Hard Sleeper, kommunistisch für zweite Klasse, meiden und in den Luxus des Soft Sleepers investieren.
Die durchwegs weiblichen Wagenbegleiterinnen sammelten mit strengem Blick die Pässe ab und ihr Auftreten ließ keinen Zweifel aufkommen, dass sie für diese Aufgabe sorgfältig vom Politbüro ausgewählt wurden. Shenyang ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der nordchinesischen Mandschurei und wurde vor über 2300 Jahren gegründet. Es war die Hauptstadt des Mandschurischen Reiches und Sitz des kaiserlichen Palastes, bis der Regierungssitz 1644 nach Peking verlegt wurde. Shenyang ist auch der südliche Eingang in die jahrzehntelang gefürchtete rostige Zone Nordchinas, die durch umweltzerstörenden Bergbau, umweltverschmutzende Eisen- und Stahlerzeugung sowie veraltete Kohlekraftwerke wenig Lebensqualität bot. Am Ende einer langen Besichtigungstour war man komplett mit Ruß bedeckt. Pferdefuhrwerke besorgten noch einen nicht unbeträchtlichen Teil des Warenverkehrs. Natürlich trugen die Kutscher keine Jockeykappen. Die hat erst die AI dazu halluziniert. Chengde wurde im 18. Jahrhundert als Sommerresidenz der Kaiser ausgebaut und ist so eine Art architektonischer Themenpark. Zwischen ausgedehnten Parks mit Seen, Pagoden und dem kaiserlichen Sommerpalast finden sich Gebäude in den vielen Architekturstilen des damaligen China und seiner Umgebung, damit sich die anreisenden Honoratioren wieder heimfühlten. Der Putuo Dzongcheng-Tempel erinnert zum Beispiel an den Potala Palast in Lhasa, Tibet. Bei unserem Besuch wirkte alles ziemlich verkommen. Heute dürfte es tourismustauglich herausgeputzt worden sein. Ungeachtet der renovierungsbedürftigen Gebäude machte es den Einheimischen offensichtlich großen Spaß, sich in die vorrevolutionäre Zeit zurückzuversetzen. 你看看我这个是不是特别好笑？我们俩今天简直是花仙子下海，太引人注目了。 Auch eine Kopie des Himmelstempels kann man hier bestaunen. In der Zeit vor dem Internet waren Wandzeitungen noch die wichtigste Informationsquelle. Volksgenossen beim Durchwühlen des Mülls zu fotografieren, war damals für Touristen nicht ganz ungefährlich. Einen Vogel zu haben, gilt in China als Statussymbol. Weiter ging es mit der Eisenbahn, natürlich noch unter Dampf. Um in die innere Mongolei zu kommen, musste man über Peking reisen.
Während die Durchzugsstraßen dort modern wirkten, schien in den Nebenstraßen, den Hutongs, die Zeit stehen geblieben. Seit mindestens 1000 Jahren werden in China Grillen aus einem von zwei Gründen gehalten. Entweder um sich ihres Gesangs zu erfreuen oder um auf ihre Kampfkraft Wetten abzuschließen. Traditionelle chinesische Medizin, kurz DCM, war damals im Westen noch weniger bekannt als die Akupunktur. Wenn man wusste, wo, war es ein sehr kostengünstiges Vergnügen, den Vorstellungen der Pekinger Zirkusschulen beizuwohnen. Hohhot, die Hauptstadt der Inneren Mongolei, hat meine Erwartungen Lügen gestraft. Statt eines altmodischen Kaffs am Rande des riesigen Landes präsentierte sie sich als moderne Industriestadt mit zweisprachigen Straßenschildern. Nicht sehr hilfreich, weil in Mongolisch und Chinesisch. Und einem multikulturellen und religiösen Schmelztiegel. Aus den Lautsprechern in den großen Durchzugsstraßen dröhnte Marschmusik in Dauerschleife. Der buddhistische 5-Pagoden-Tempel wurde zwischen 1727 und 32 errichtet. Obwohl die Stadt heute fast 90% Han-Chinesen beherbergt, finden sich in der Altstadt auch rein muslimische Viertel. Die Grassteppe nördlich von Hohhot durfte man nur mit Hilfe des staatlichen Reisebüros bereisen. Selbstverständlich beinhaltete das Programm den Besuch bei Kamel- und Pferdehaltern, die Übernachtung in einer Jurte und nächtliche Musikdarbietungen. Die japanischen Mitreisenden verweigerten chinesischen Reis und ernährten sich fast ausschließlich vom mitgebrachten Sake. Der Ursprung des Nadam-Festes geht vermutlich auf mittelalterliche Clan-Treffen zurück. Der 11. Juli wurde später zum Nationalfeiertag umgewidmet und erinnert an die Unabhängigkeitserklärung des Landes im Jahre 1921. Heute ist es hauptsächlich eine Sportveranstaltung in den 3 traditionellen mongolischen Sportarten: Ringkampf, Bogenschießen und Pferderennen.
Datong wurde während der Han-Dynastie gegründet und war während der nördlichen Wei-Dynastie zwischen 4. und 5. Jahrhundert Hauptstadt. Der buddhistische Huayan-Tempel geht auf das 10. Jahrhundert zurück und die Haupthalle ist eine der größten des Landes. Die neuen Drachenwand stammte aus einer Palastanlage der Ming-Dynastie aus dem 12. Jahrhundert und gilt als die größte im Land. Der Shanhua-Tempel stammt aus dem frühen 8. Jahrhundert, wurde aber immer wieder umfassend restauriert. Im Nordwesten Chinas leben ca. 35 Millionen Menschen in sogenannten Yaodongs, Wohnhöhlen aus Löss, die praktischerweise im Winter keine Heizung und im Sommer keine Klimaanlage benötigen. Die hängenden Tempel gehen auf das 6. Jahrhundert zurück. Das Fotografieren ihrer Staudämme haben die Chinesen nicht so gern. Buddhistische Grotten nehmen sie weniger wichtig.这些佛像至少有1000年历史了。你看这个细节，真是难以人均。我们进去看看吧。真是太美了。Die als kleines Südchina gerühmte Tempelanlage des Yinzi-Tempels ist eine idealisierte Kombination zwischen Gebirgs- und Wasserlandschaft. Sie umfasst mehr als 100 Hallen, Pavillons, Terrassen, Brücken und Tempel. Der Aufenthalt in der Millionenstadt Zhengzhou war ein Versehen der Zugbegleiterinnen, die uns unsere Pässe viel zu spät aushändigten, sodass wir rund 140 Kilometer über das eigentliche Ziel, die Grotten in Luoyang, hinausschossen. Die wenigsten Bahnsteige hatten eine Beleuchtung und die seltenen Stationsnamen waren somit weder zu sehen noch zu entziffern. Man war den Zugbegleiterinnen hilflos ausgeliefert. Außer viel verkehrreicher Bautätigkeit und zeittypische Plakate hatte die Stadt einem Touristen nichts zu bieten. Die wenigen Hotels weigerten sich, uns Langnasen aufzunehmen, sodass wir so lange nervten, bis sich scheinbar aus dem Nichts ein Beamter des staatlichen Reisebüros materialisierte und nach langem Palaver uns in ein Gewerkschaftshotel vermittelte. Blöd nur, dass dort die Mittelgeschosse noch im Bau waren. Damals musste ich dem nervösen Hotelmanager versprechen, meine Fotos des Stiegenhauses niemandem zu zeigen. Ich gehe aber davon aus, dass auch er längst in Pension ist und keine Konsequenzen zu befürchten hat. Am nächsten Tag fuhren wir dann doch noch mit Bahn und Taxi zurück nach Luoyang, nur um eine der größten Enttäuschungen dieser Reise zu erleben. Die im Dumont-Reiseführer bejubelten Longmen-Grotten waren zum Teil durch einen Erdrutsch verschüttet und durch verschiedene Anti-Buddhismus-Kampagnen der staatlichen Autoritäten zerstört und geplündert. Die reizende Führerin, ohne der man die Anlage gar nicht betreten durfte, erzählte uns die Geschichte von Buddha und seinen 12 Aposteln, um auf vorsichtiges Nachfragen einzugestehen, dass ihr schulischer Geschichtsunterricht erst mit Mao begonnen hatte und sie für ihren Ferialjob nur kurz eingeschult wurde.
Den nächsten Stopp konnten selbst die missmutigsten Zugbegleiterinnen nicht vereiteln. Shanghai war nicht zu verfehlen. Dort sahen wir auch einige der ganz wenigen Neonreklamen, die das damalige China bereithielt. Und gleich 2 gehörten zum Peace Hotel. Einem Art Deco-Tempel, den Victor Sassoon, ein sephardischer Jude aus Bagdad, hier errichtet hat, nachdem er durch Immobilienspekulation noch reicher wurde. Abseits der Uferstraße, dem Bund mit seiner kolonialen Architektur, prägten enge Gassen und niedrige Gebäude das Bild der Stadt. Die öffentlichen Busse waren überfüllt, private Autos eine Seltenheit. Direkt neben der Altstadt liegen die Yuyuan-Gärten, die Gärten der Zufriedenheit. Eine erholsame Oase mitten in der hektischen Großstadt und ein großartiges Beispiel chinesischer Gartenbaukunst. Die wenigen englischen Beschriftungen hier waren weniger eine Informationsquelle als fernöstliche Rätsel für Fortgeschrittene. Die Kreuzung an der Nanjing Road ließ schon damals den zukünftigen Aufschwung der Stadt erahnen. Auch wenn Shanghai als die Stadt, von der man aus in See sticht, übersetzt werden kann, liegt das Zentrum nicht direkt an der Küste, sondern am Huangpu-Fluss. Ein Ausflugsdampfer bringt Einheimische wie Touristen auf gedrängten Decks zur Mündung des Yangtze ins ostchinesische Meer. Zurück an Land ging es in den Jade-Buddha-Tempel aus 1882 mit 2 aus Myanmar herbeigebrachten Buddha-Statuen. Die Pudong-Seite gegenüber des Bund war damals ein ödes Industriegebiet. Heute drängen sich dort zahllose Wolkenkratzer im gleißenden LED-Licht. Wir flüchteten aus der Großstadt in das Künstlerstädtchen Suzhou. Die Altstadt liegt am Kaiserkanal und gilt als chinesisches Venedig. Wer großflächige Tuschezeichnungen sucht, wird hier fündig. Das klassische Wandbild mit Bambus habe ich gekauft, dieses Pferd nur fotografiert.
Tai'an liegt am Fuß des heiligen Berges Taishan. Im alten China galt er trotz der nur 1545 Meter als höchster Berg der Erde und über 2000 Jahre kamen die Herrscher Chinas hierher, um Himmel und Erde zu opfern. Allerdings ließen sich nur 6 Kaiser zum Kloster auf den Gipfel tragen und bald verstanden wir, weshalb dies so war. Immerhin glaubten die alten Chinesen, dass ein erfolgreicher Gipfelsturm mit einem 100-jährigen Leben belohnt wird. Um es kurz zu machen, darauf werden wir uns nicht freuen können. Der Waldweg an zahllosen Tempeln und Stelen war ja noch ganz idyllisch, aber nach gut 3/4 der über 6000 Stufen das Ziel vor Augen zwangen dann die brennenden Waden und der nahe Sonnenuntergang zur Umkehr. Den Tempel am Gipfel erreichten wir also nicht. Noch frustrierender waren aber die Träger, die angeblich die Strecke bis zu 2-mal pro Tag zurücklegen, um Güter hinaufzubringen. Sie stammen aus wenigen Familien, die diesen Job seit Jahrhunderten erledigen dürfen. Im Gegensatz zum Eindruck, den die AI-Animation vermittelt, waren es nicht diese durchtrainierten Männer, die da keuchten. Das letzte AI-Video zeigt in erster Linie das kulturelle Unverständnis des Silicon Valley und nicht so sehr die Realität am Taishan. Am Rückweg sahen wir dann die Seilbahn, die uns einen guten Teil des Weges erspart hätte. Derartig erniedrigt war es nur logisch, zum Grab des Konfuzius zu pilgern. In der Geschichte Chinas gilt die Stadt Qufu als Geburts- und Sterbeort des Konfuzius. Die Familie Kong hält mit derzeit über 80 Generationen und 2 bis 3 Millionen Nachkommen den Guinness-Weltrekord des längsten dokumentierten Stammbaumes der Welt. 看这个介绍，这座牌环有500多年的历史了。光看也没用，我们进去看看吧。好啊，走吧。 Welcome, friends. Consider the path before you. Pardon me, does this lead to the main hall? 1994 wurde der Konfuzius-Tempel, der Friedhof und die Residenz der Familie Kong zum Weltkulturerbe ernannt. Look at the detail on this pillar. It's incredible handiwork. 呼吸都是笑脸。我们往那边走，看看那个店。对，小心点，别走散了。Am Weg zum Friedhof werden wir auf Wandzeichnungen mit den
drastischen Mitteln konfrontiert, die die Regierung zur Verkehrserziehung einsetzt. Der Rückflug war dann noch chaotischer als der Hinflug. Offenbar wurde in dem planmäßigen Stopover in Hongkong zu viel Cargo gebunkert, sodass das Kerosin nur nach Dubai reichte. Dort musste die Mannschaft gewechselt werden und es dauerte Stunden, bis wir weiter in Richtung London fliegen konnten. Spät abends gab es dann keine Verbindung mehr nach Wien und man brachte uns in einem der lauten Airport-Hotels unter. Insgesamt dauerte unsere Rückreise über 50 Stunden. Trotz allem war 1988 vermutlich der ideale Zeitpunkt, wenn man noch ein wenig von dem alten postrevolutionären China Maos sehen wollte, aber schon von der Öffnung unter Deng Xiaoping profitieren wollte. Weniger als ein Jahr später unterbrach das Massaker am Tiananmen-Platz für längere Zeit die weitere Liberalisierung des Landes. Trucks crammed with troops banked up as they waited for orders to move into the square. At each intersection, shots sprayed from the vehicles. The entire square was like a military compound. There were dozens and dozens of vehicles, tanks and APCs lined up, lots of troops, helicopters coming and going. A column of tanks and armoured personnel carriers was coming out of Tiananmen Square right past our hotel. It suddenly stopped. There was a man holding shopping bags standing in front of the tank, the lead tank. This man then clambers up onto the tank and squats down and starts remonstrating with the tank commander. He then gets back down again. The tank tries to move, it tries to manoeuvre around him. And every time the tank moved, the man with his shopping bags in each hand jumped in front of it. Four or five other people on the side of the road rushed over, fearing for his life obviously, rushed him off, took him over the other side of the road, and he disappeared out of sight, and he disappeared forever. Unabdingbar für das Gelingen einer Individualreise durch China in den späten 80er Jahren war der Lonely Planet Guide. Und ich hätte kein besseres Resümee ziehen können als dessen Autoren. Wer alleine durch China reist, merkt ziemlich schnell, easy ist anders. Viele sagen zwar, dass sich die Reise gelohnt hat, aber fragt man, ob es ihnen gefallen hat, fallen die Antworten oft negativ aus. Klar, der individuelle China-Trip war lehrreich und es gab echt besondere Momente, aber manchmal brachte es einen auch richtig an seine Grenzen und konnte enorm frustrieren. Einerseits war es reizvoll, die alten Bilder mit etwas KI ins Videozeitalter zu holen. Andererseits sollen zum Abschluss die Tücken dieser Technik nicht verschwiegen werden und mir kommen immer mehr Zweifel, ob die Animationen noch unsere Geschichte erzählen
oder sich bereits ihre eigene Realität geschaffen haben. The prices here are much better than yesterday. Freshly picked oranges, best price.真是太美了。Do you think the train will arrive on time? It's already delayed by an hour according to the sign. We might miss the connection in Jinan. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass das keine Käseglocke ist? Das von Tischer. Das von Tischer.